Heute gibt es einen leckeren Blaubeerkuchen mit Mascarpone und natürlich mit Hefewasser. Wie einfach das geht, das zeige ich euch heute. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier einmal 500 Gramm Mehl. Ihr könnt natürlich Weizen- oder Dinkelmehl verwenden. Dazu gibt es ein bisschen Zucker und die genauen Rezeptangaben wie immer unten unter dem Video. Ein bisschen gemahlene Zitronenschale dazu und natürlich Hefewasser. Hefe selber herstellen ist ganz einfach und wie das funktioniert, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Danach kommt noch ein bisschen Butter hinzu. Die Veganer unter euch können das hier einmal mit Öl ersetzen. Klappt wunderbar einfach. Ihr braucht nicht diese Pflanzenbutter zu nehmen. Und dann habe ich hier Mascarpone. Da würde ich euch dann empfehlen, einen veganen Joghurt zu verwenden. Außer ihr kriegt natürlich einen veganen Mascarpone. Dann natürlich den. So, das Ganze vermenge ich durch. Das könnt ihr euch aber auch sparen. Ihr könnt die Milch, die jetzt da noch hinzukommt, auch direkt noch hinzugeben. Ich habe das mehrfach gebacken in verschiedenen Varianten und ich zeige euch gleich mal die verschiedenen Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, damit ihr aus meinen Erfahrungen lernt. Das ist mir immer ganz wichtig. Also wie gesagt, hier hatte ich den Teig vorgeknetet, dann die Milch hineingegeben und dann die Blaubeeren. Ihr könnt so circa 250 bis 500 Gramm verwenden. Ich habe tatsächlich 500 Gramm genommen. Ich mag das, wenn das so schön fruchtig ist und Blaubeeren sind super lecker. So, bei Weizenmehl 10 bis 15 Minuten, Dinkel 5 bis 8 Minuten kneten und dann bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis er aufgegangen ist. So, und jetzt könnt ihr vielleicht im Hintergrund schon sehen, während ich hier meine Form ein bisschen einöle. Ihr könnt selbstverständlich auch Butter nehmen, wenn ihr nicht Veganer seid und auch noch Öl zu Hause habt. Das ist ja ganz schwierig. So, und jetzt könnt ihr hier erkennen, ich war ein bisschen ungeduldig. Ich dachte nach 12 Stunden, okay, es gibt jetzt nicht so große Anzeichen, aber das wird schon. Bei mir geht es ja meistens 12 Stunden. Das wird auch dieses Mal so sein. Ja, ich zeige es euch gleich wirklich. Wie gesagt, ich zeige euch nicht nur perfekte Sachen, sondern wie es dann tatsächlich auch abläuft. Er ist aber trotzdem sehr lecker geworden. So, erst einmal das Ganze hinein und dann den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze, dann circa 50 bis 60 Minuten backen. Selbstverständlich könnt ihr hieraus auch leckere Muffins machen, kann ich euch auch sehr empfehlen. Da verkürzt sich die Backzeit auf circa 20 bis 25 Minuten. So, ich verstreiche das jetzt hier, dass das einigermaßen glatt ist. Und ich finde, das sieht jetzt schon so köstlich aus. Also bei uns kam der richtig gut an. Also ich liebe den auch tatsächlich. Eigentlich bin ich ja so ein Schoko-Junkie. Aber bei Blaubeeren, da mache ich wirklich gerne eine Ausnahme. So, ein bisschen verstreichen, ab in den Backofen. Und wenn er dann so aussieht, der sieht wirklich schon gut aus, oder? Also er ist schon aufgegangen, das muss man ihm lassen. Die Temperatur war aber jetzt 67 Grad. Also ich habe ihn dann nochmal in den heißen Backofen gegeben und nochmal so eine halbe Stunde nachziehen lassen. Dann war die Temperatur gut, so circa bei 80 Grad. Ich habe ihn gestürzt, der sieht wundervoll aus. Und dann habe ich ihn natürlich mit ein bisschen Puderzucker bestreut. Das ist optional. Ich finde das immer ganz schön. Und dann schneide ich ihn jetzt mal an. Jetzt könnt ihr gleich das Ergebnis sehen. Wie gesagt, geschmacklich top. Er ist ja auch ein bisschen aufgegangen, aber durch die Mascarpone ist er noch ein bisschen fester geblieben. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. So, Spannung steigt. Na, es kommt gleich. Hier, da seht ihr jetzt das Ergebnis. Also sehr kompakt und teigig. Das liegt halt wirklich an der Mascarpone und ich zeige euch gleich die andere Variante. Wenn ihr das mögt, lasst es so. Dann habe ich ihn wirklich 24 Stunden gehen lassen und da seht ihr, wie aufgeflockt der ist. Das ist jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht so 16 Stunden wären perfekt gewesen, aber ich wollte es wirklich perfekt für euch machen und deswegen habe ich ihn dann wirklich ein bisschen zu lange draußen gelassen. Ihr könnt das auch am Teig erkennen. Der hat so eine krisselige Konsistenz. Aber das ist nicht schlimm. Ihr kennt ja vielleicht mein Video mit der Teiggare. Das verlinke ich euch nochmal oben rechts. Also das ist jetzt nicht dramatisch, aber so
wird der Kuchen richtig fluffig und weich. Also wirklich ganz lecker, fantastisch. Es sieht nur nicht so appetitlich gerade aus, aber das kommt noch. So, auch hier verstreiche ich das Ganze und heize den Backofen wieder vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich nutze die Zeit ganz kurz, um mich hier nochmal eben bei meinem Goldmitglied hier zu bedanken, Maren Kelberer. Danke, dass du hier bist und mich so wundervoll unterstützt. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Wenn ihr was zu der Mitgliedschaft wissen wollt und immer schnelle Antworten haben wollt, unter anderem, guckt mal unter diesem Video. So, hier, das waren jetzt 87 Grad. Ich habe den Kuchen gestürzt. Habe ihn wieder schön dekoriert. So, und jetzt war mein Fehler, ich war zu ungeduldig. Und deswegen, der Kuchen ist wirklich noch sehr, sehr weich gewesen, weil er halt noch so heiß war. Das seht ihr gleich eben beim Anschnitt. So, einen Moment. Hier, ich musste tatsächlich auch das Brotmesser da nehmen. Ihr könnt es sehen, er wackelt sehr. Es liegt nur daran, weil er so heiß ist. Er war super lecker, fluffig, weich, perfekt. Aber er fällt ein wenig auseinander. Ich freue mich auf euer Nachbacken. Herzliche Grüße, eure Emma.